Also Trockendock, jedes Schiff ist ein Highlight, nicht nur für Nautikliebhaber, sondern für alle Gäste und natürlich auch für die Crew. Wenn so ein riesen Koloss einfach in so ein Dock reingefahren wird und dann langsam das Wasser rausgeht und das Schiff frei liegt, das ist schon sensationell. Es hatte so ein bisschen den Effekt, wie wenn die Kinder das Zimmer aufräumen. Erst wird es immer schlimmer und man denkt, das wird nie wieder gut. Und auf einmal kommt so dieser Effekt, wo man denkt, wow, jetzt sieht es richtig super aus. Was für die Crew auch was total Besonderes ist, dass sich die Crew einmal einen Overall anziehen darf, einen Schutzhelm aufsetzen darf und die Gummistiefel an. Und dann geht es einmal nach unten, die Treppe runter ins Dock. Und dann darf man einmal unter dem Schiff langlaufen, ein paar schöne Fotos machen und so weiter. Und das ist schon immer ein ganz, ganz besonderer Moment. Also die Mein Schiff 7, wir hatten natürlich alle unheimlich Sehnsucht nach einem neuen Schiff, weil es eben so lange her gewesen ist, dass wir ein neues Schiff in Dienst gestellt haben, dass wir ein neues Schiff bekommen haben. Und das ist immer was ganz Besonderes. Sea Trial haben wir ja gesehen, der Kapitän war mit dabei an Bord, hat die Sea Trials begleitet. Wir fahren jetzt den harten Drehkreis hier und ihr seht schon, wie sich das Schiff hier einmal richtig stark zur Steuerbordseite neigt. Obergeil! Das ist eine Erfahrung für jeder und es ist wirklich sehr, sehr besonders, weil man testet Dinge, die normalerweise man nicht darf, quasi. Und dann, wenn die Besatzung kommt, das heißt, wenn man das sogenannte Mass Arrival hat und die Besatzung kommt an Bord, das ist schon immer was sehr Besonderes. Das ist der wichtigste Punkt, den es überhaupt gibt, das ist unsere Besatzung, das ist unsere Crew. Die haucht dem Schiff jetzt Leben ein, das ist unsere Seele. Und wir laufen wirklich hier, die Haare stehen mir zu Berge. Und dann natürlich der Moment, wo das Schiff, ich sage es immer so liebevoll, ausgepackt wird. Weil es ist natürlich alles schutzverkleidet bis zum letzten Moment und dann irgendwann heißt es, jetzt packen wir das Schiff aus und dann sieht man eigentlich auch erst das ganze Design und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr besonders. Und die Taufe, wenn man auf die Taufe zurückblickt, ich glaube, es gab nie etwas Schöneres als die Taufe der Mein Schiff 7. Also das war so fulminant, also wirklich so spektakulär. Also ich war mega begeistert. Das ist einfach wahnsinnig schön, weil hier heute Abend das komplettiert wird, was wir vor 2 Jahren angefangen haben und unser 7. Schiff nun auch diesen wunderbaren Namen Mein Schiff 7 trägt. Und die Show war wunderbar und Fenja als Taufpatin war einfach großartig. Ich muss sagen, also da musste auch ich mir das andere Mal auf die Zunge beißen. Das war schon sehr besonders. Die Mein Schiff Relax ist ein neues Schiff, etwas ganz, ganz Neues. Die Anordnung auf dem Schiff wird anders sein. Das heißt, auch für uns, die wir ja nun wirklich diese Schiffsklassen schon sehr, sehr viele Jahre gewohnt sind, wird es neu sein. Welche Restaurants haben wir? Wo sind sie an Bord? Wo sind die Bars? Wo sind die öffentlichen Bereiche und so? Wir müssen uns auch erstmal zurechtfinden. Also das wird schon sehr, sehr spektakulär. Es ist ganz erstaunlich, wie viel in kürzester Zeit tatsächlich passiert. Jetzt arbeiten so viele Menschen an Bord, um dieses wunderschöne Schiff endlich fertig zu bekommen. Wir sind ja schon alle ganz gespannt darauf. Der Mein Schiff-Schriftzug ist schon zu sehen. Ein tolles Gefühl. Es hat ja einen komplett neuen Antrieb, also es hat einen Azipod-Antrieb. Das sind für die, die es nicht kennen, das sind so Gondeln, die hinten unterm Schiff hängen. Die kann man um 360 Grad drehen und dadurch spart man sich dann zum Beispiel die Seitenstrahler, die hat man hinten gar nicht, weil man das Schiff wirklich unglaublich gut manövrieren kann. Das Verhalten des Schiffes wird auf der Probefahrt, man kann sagen, auf Herz und Nieren getestet. Und das ist auch für uns hochspannend. Das ist einfach wirklich unglaublich. Das sind einmalige Momente. Wenn ich zur Reax komme, dann freue ich mich als erstes darauf. Ich weiß genau, dass das ein besonderer Moment sein wird, wenn ich in die Werft komme, wenn ich das erste Mal das Schiff sehe in Natur. Es wird ja fast fertig sein dann. Es wird so aussehen, wie man es erwartet von unserer Flotte. Und dann nachher natürlich das Schiff erkunden.
Wenn ich dann an Bord gehe, werde ich erstmal gucken, wo ist mein Büro, wo ist meine Kabine. Ich selber weiß auch bis heute noch nicht, wo meine Kabine ist. Wer ist schon alles da, wer wird im Team sein, wer wird im Startup-Team sein und so weiter. Also das wird sehr, sehr spannend. Also es heißt immer so schön, auf einem Bein kann man schlecht stehen. Und deswegen brauchen wir natürlich von der neuen Schiffsklasse auch noch ein neues Modell. Das wird dann ja die Flo. Und die Flo wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch eine Überraschung bereithalten, auf die wir uns alle sicherlich schon freuen. Dass das Thema Schifffahrt hier an der Stelle nochmal eine ganz neue Ebene erreicht, dass man sich im Flow mit allem fühlt und dass man einfach wirklich diese Leichtigkeit spürt. Selbstverständlich hat die Mein Schiff Flow auch wieder unser Highlight, unseren 25-Meter-Pool. Bei einem inklusiven Cocktail kann man den Blick auf die Weite des Meeres schweifen lassen und den Alltag einfach mal vergessen. Taufe Mein Schiff Relax. Ich bin ja ursprünglich gelernter Bäcker und beim Rezept ist es immer wichtig, dass man ein leckeres Brot kriegt man nur dann, wenn man gute Zutaten hat. Ich glaube, bei einem Schiffsneubau und einer Taufe ist das genauso. Wir haben tolle Zutaten. Wir haben die Mein Schiff 5, wir haben die Mein Schiff 7, wir haben die Mein Schiff Relax, die natürlich ihren Namen offiziell bekommt. Und wir haben Robbie Williams dabei. Das Ganze in Malaga vor spektakulärer Kulisse. Ich glaube, das sind die besten Zutaten für ein sensationelles Ereignis. Und wer bis heute noch keine Chance gehabt hat, sich eine Kabine zu sichern, sollte jetzt auf jeden Fall ganz, ganz schnell sein. Ein paar Restkabinen gibt es noch.